So, Video Nummer 2 und ich kann euch echt sagen, es ist ungewohnt, vor der Kamera zu sitzen. Ich glaube, das ist jetzt schon der 10., 20. Take, den ich jetzt hier mache. Ich bin der Michi, möchte euch jetzt zeigen, wie man einen YouTube-Kanal anlegt. Voraussetzung zum YouTube-Kanal ist natürlich erst einmal ein Google-Account. Sinn und Zweck meines Kanals wird es sein, zumindest mal die nächste Zeit jetzt mal, euch zu zeigen, wie man aktiv auf YouTube wird. Speziell die älteren Semester, 40 aufwärts, finde ich, die machen noch ein bisschen zu wenig bei YouTube und ich glaube, es wird Zeit, dass wir das ein bisschen ändern. Ich selber arbeite seit 4 Jahren im Hintergrund bei einem großen deutschen YouTube-Kanal, bin da so für die ganze YouTube-Administration zuständig, also Untertitel machen, Sprachversionen machen, Beschreibungen machen, solche Dinge. Und ja, mir macht es sehr viel Spaß und ich habe jetzt lange überlegt, meinen eigenen YouTube-Kanal zu machen und jetzt probiere ich es halt einfach einmal. 1 Jahr lang habe ich mir gegeben und mal schauen, was passiert. Aber jetzt zu euch, jetzt legen wir einen YouTube-Kanal an. So, da bin ich wieder. Ich sitze jetzt am Rechner und jetzt legen wir zusammen einen Google-Account an, weil der ist die Basis dann für den YouTube-Account. Ich gehe dann hier auf Anmelden. Gehe dann hier auf Konto erstellen. Ich würde euch empfehlen, dass ihr die dritte Option wählt, nämlich für die Arbeit oder mein Unternehmen. Da habt ihr dann mal später mehr Möglichkeiten, das Ganze auszubauen. Wir brauchen jetzt noch keinen Workspace, wir brauchen jetzt einfach nur ein Konto. Ich gebe dann hier meinen Namen ein. Weiter. Gebe dann hier mein Datum ein. Irgendein Fantasiedatum, bitte keine Geschenke schicken. Gebe dann hier eine E-Mail-Adresse ein, die ich schon habe, weil das ist dann auch die E-Mail-Adresse, falls ich mal das Konto zurücksetzen muss. Jetzt kriege ich einen Code geliefert an meine E-Mail-Adresse. Die packe ich mir jetzt hier vom anderen Bildschirm und kopiere die einfach rüber. Dann kann ich mir jetzt ein Passwort aussuchen. Das sind meistens irgendwelche Berge oder Seen bei mir. Jetzt kommt dann der interessante Teil. Hier muss ich jetzt meine Smartphone-Nummer eingeben. Auch das habe ich schon mal so vorbereitet, sonst muss ich so viel abtippen. Wichtig zu wissen ist es, dass man die Smartphone-Nummer nicht unendlich oft verwenden kann, weil Google da ziemlich restriktiv geworden ist. Ihr könnt also diese Nummer auf maximal 3, 4 Accounts benutzen. Ansonsten kommt dann hier eine Meldung, die Nummer wird zu oft benutzt. So, ich habe jetzt hier eine Nummer, von der ich glaube, dass ich sie selten benutzt habe. Probieren wir es mal. Hat geklappt. So, jetzt kriege ich an diese Nummer nochmal eine SMS gesendet. So, da habe ich ihn jetzt. 7. Weiter. Weiter. Ja, das habe ich schon mal eingestellt bei einem anderen Account, die Nummer hier. Deswegen kommt jetzt diese Meldung hier. Ich will jetzt aber hier ein neues Konto erstellen. Stimme dann zu und klicke hier mich weiter durch die ganzen Erklärungen durch. Ich glaube, das liest auch keiner groß. Bestätigen. Ich stimme zu. Weiter. Und fertig bin ich jetzt und habe jetzt den Google-Account erstellt. Und jetzt können wir weitermachen mit dem YouTube-Account. Da stand jetzt gerade noch was wegen irgendwelchen Unternehmensinfos eintragen. Da müsst ihr nichts eintragen, könnt ihr alles leer lassen. Ihr könnt eigentlich jetzt sofort auf YouTube rüberspringen. Das habe ich jetzt auch hier schon gemacht. Ich bin dann auch automatisch schon eingeloggt mit dieser E-Mail-Adresse, die ich hier eingerichtet habe. Genau, falls das noch nicht da ist, einfach nochmal neu laden und dann seid ihr automatisch eingeloggt.
So, jetzt geht's darum, dass wir unseren YouTube-Account mal so grob ein bisschen einrichten. Das heißt, ich gehe in das YouTube-Studio rüber. Hier ist euer Kanalname, eurer späteren, den könnt ihr dann euch auswählen. Den kann man immer noch mal ändern. Ich würde da jetzt am Anfang auch noch nicht so viel Wert drauf legen, außer ihr habt hier schon wirklich was ausgearbeitet, wie ihr euch selber nennen wollt. Ansonsten einfach mal Michis Lab 1. Der Alias kommt dann hier auch automatisch rein. Ich kann dann hier gleich ein Bild auswählen. Im Computer hochladen. Dann kann ich hier irgendwo, ich bin da leider immer so ein bisschen schlampig mit meiner Ablage. Gebe dann hier ein Bild von mir rein und mache dann hier Kanal erstellen. So, willkommen bei YouTube Studio. Dann haben wir jetzt hier unser Dashboard. Was ich zuerst einstellen würde, wären halt mal das Profilbild. Das kann man hier doch mal ändern. Das haben wir hier schon bei der Ersteinrichtung eingegeben. Kann man alle 14 Tage ändern. Und dann haben wir hier noch so einen Kanalbanner, den wir da einstellen können. Habe ich auch schon mal ein bisschen was vorbereitet. Beim Kanalbanner müsst ihr so ein bisschen aufpassen, dass der auf verschiedene Endgeräte optimiert ist. Das heißt, auf allen Geräten sichtbar ist halt dieser Mittelteil hier. Und auf dem Fernseher ist halt noch mal oben unten ein bisschen was dran und da müsst ihr eure Grafik einfach ein bisschen danach ausrichten. Kann man sich aber in Canva einfach irgendwelche Vorlagen runterladen und die anpassen. Macht dann hier fertig. Und kann hier unten noch eine Kontakt-E-Mail-Adresse eintragen. Genau, hier noch eine Beschreibung reingeben, entweder selber erstellen oder durch ChatGPT erstellen lassen oder durch Grok, falls ihr die KI verwendet. Und das wären jetzt hier erst einmal so die gröbsten Einstellungen, die ich euch da zeigen kann. Es gibt hier noch unten einen Einstellungsbutton. Da kann man halt seine Währung einstellen. Das ist alles erst interessant, wenn man mal monetarisiert wird. Wohnsitzland kann man hier noch eingeben. Das ist alles noch nicht so richtig wichtig. Keywords, damit Google weiß ungefähr, wo es dich einkategorisieren muss. Bei den Keywords höre ich halt immer unterschiedliche Angaben. Es gibt einige Leute, die sagen, Keywords spielen keine große Rolle mehr. Andere sagen, ja, schon noch pflegen. Ja, also vorsichtshalber würde ich die Keywords schon noch pflegen. Bei den erweiterten Einstellungen müsst ihr jetzt erstmal nichts machen, würde ich alles so stehen lassen. Bei den Funktionen ist es so, dass ihr hier, wenn ihr Thumbnails hochladen wollt, hier nochmal eure Telefonnummer bestätigen müsst. Das könnt ihr jetzt gleich machen, könnt ihr aber dann machen, wenn ihr das erste Video hochgeladen habt. Und wenn ihr da ein Thumbnail hochladen möchtet, wird eben erst eine Telefonnummer nochmal abgefragt oder die Smartphone-Nummer, die ihr eben beim Anlegen vom Account hinterlegt habt. Mehr gibt es jetzt eigentlich für den Anfang gar nicht mal so zu zeigen. Wichtig ist halt jetzt erst einmal den Kanal mit einigen Inhalten zu füllen. Ich denke mal so nach 5, 6 Videos wird dann angefangen, der Kanal aktiv mal einer Testgruppe auszuspielen. So, und bei den ganzen Änderungen müsst ihr dann am Schluss natürlich noch hier veröffentlichen klicken hier oben. Und das war's dann jetzt erst einmal. So, das war's. Herzlichen Glückwunsch zu deinem eigenen YouTube-Kanal. Alles ist jetzt mal soweit grob eingerichtet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das geholfen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Und bitte auch die Glocke unten aktivieren, damit ihr keine neuen Videos mehr versäumt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.